Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu This is the Police, einer wunderschönen Mischung aus Adventure und Strategie. Das Spiel spielt in der fiktiven Stadt Freeburg und wir spielen den Polizeichef Jack Boyd, der übrigens gesprochen wird, das werden wir nachher hören, von John St. John, der Stimme von Duke Nukem. Und dieser Polizeichef, der steht kurz davor, abgesetzt zu werden, noch einige Jahre vor der Rente. Und Jack Boyd war immer ein Mann, der alles richtig machen wollte und auch immer alles richtig gemacht hat. Und jetzt steht er praktisch vor dem Nichts. Es geht um Korruption, es geht um Verbrechen, es geht um die Mafia, um die Polizei an sich, um den Bürgermeister, den korrupten Bürgermeister. Und wir werden die Geschichte von Jack Boyd erleben, einem Mann, der in einen Abwärtsstrudel gerät, der aber versucht, innerhalb der nächsten 180 Tage, bis er dann letztendlich abgesetzt wird, noch ein kleines Vermögen anzuhäufen. Denn sonst steht er mit leeren Händen da. Und das geht natürlich nicht ohne weiteres. Er muss sich mit zwielichtigen Gestalten einlassen, fragwürdige Entscheidungen treffen, das Leben der Kollegen aufs Spiel setzen, sein eigenes Leben riskieren, das Leben seiner Familie, sich mit der Mafia verbünden oder vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Ich nehme es vorweg, diese Review-Version hier, seht ihr hier oben, ist noch komplett in Englisch. Die Release-Version wird dann auch deutsche Texte haben. Die Stimmen, die sehr gut gesprochenen Stimmen übrigens, die bleiben auf Englisch. So geht jeder Tag los. Wir sitzen zu Hause am Frühstückstisch, lesen die Zeitung hier. Mayor Rogers, den Bürgermeister werden wir noch kennenlernen. Ein Sexverrückter, man weiß es nicht genau. Und hier steht auch schon, das Rathaus bestätigt Jack Boyd, das sind wir, und seine Entlassung bzw. seinen Rücktritt. Und hier steht noch was über einen Film, der laufen soll in Freeburg. Auf zur Arbeit. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is, I know I'm gonna have to do something. And I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Ja, sicherlich nicht schön, wenn ein Arbeitstag so beginnt mit der Pressekonferenz zum eigenen Rücktritt. Auch hier werden wir jetzt schon Antworten geben müssen, die diverse Personen verärgern könnten. Die werden also auch schon Auswirkungen aufs Spiel haben. Yesterday, the mayor's office officially announced your resignation. Did this come as a surprise? Or you know about it in advance? Also, wir werden gefragt, dass das Rathaus gestern bekannt gegeben hat von unserem Rücktritt. Wussten wir davon oder hat uns das überrascht? Ich bleib da mal
bisschen diplomatisch und sage, ja, der Bürgermeister hat mit mir darüber geredet. Mayor Rogers told me that once a fresh face running Freeburg PD, so no, it didn't come as a surprise. Ob wir schon wissen, wer unser Nachfolger wird. Da können wir, glaube ich, ganz offen sein und sagen, nein. Wir können auch sagen, pff, egal, mir doch wurscht, macht doch, was ihr wollt hier in dieser Stadt. Aber wir bleiben auch hier wieder diplomatisch. Nein. Of course not, and I don't think the mayor's office knows who it is either. Und nach dem letzten Korruptionsskandal um den Deputy Francis Kendrick, mit dem wir übrigens sehr gut befreundet sind, hieß es auch, dass er zurücktritt. Aber wenn der Bürgermeister jetzt nun ihm ihren Job anbieten würde, wird er dann seine Meinung ändern. Weiß ich nicht. Ich kann doch nicht wissen, was der sagt. Vielleicht. Sounds possible, if he thinks the new office would help him serve the city a little longer. Ja, und diesen Deputy Kendrick werden immer noch Verbindungen oder Kooperationen zur Mafia nachgesagt. Haben wir da irgendetwas zu sagen? Nein, für die Hälfte Police sicherlich nicht so gut. Wir sagen Bullshit, klar, die Polizei, die ist rein, die hat eine weiße Weste. Selbst Kendrick, dem das nachgesagt wird. Nein, nein, Bullshit, die Polizei hat nichts mit der Mafia zu tun. Excuse me, but that's a pile of horse shit. The Mafia and the police working together? Maybe they're in a cahoots with the aliens? The Mafia are a bunch of low-life criminals. How about someone ask a real question? Glauben Sie, dass die persönliche Beziehung zu dem Bürgermeister hinter Ihrem Rücktritt steckt? Nein, das könnten wir jetzt verneinen. Ich sage aber einfach nein, weiß ich nicht. Wie kommen Sie da drauf? You best ask him. Ja, ist doch die Frage, klar. Warum fragen die mich, was jemand anders denkt? Dankeschön. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology. He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund?
You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." Oh, I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Ja, das war schon der erste Tag. Wir sehen's, ein zerrissener Mann, unser guter Jack Boyd, der nicht wirklich gut mit dem Bürgermeister kann von Freeburg. Gewisses, arrogantes Loch ist. Ja, jetzt stehen wir kurz vor dem Rücktritt, vor dem Retirement, obwohl wir das noch gar nicht geplant hatten, haben kein Geld zurückgelegt. Mal sehen, wie wir an Kohle kommen. Der zweite Tag. Was haben wir gesagt? Only assholes join the Mafia. Na, nicht, dass uns das irgendwann nochmal aufs Butterbrot geschmiert wird. Und Francis Kendrick könnte unser Nachfolger werden. Ja. Klar, der Mayor hat ja gesagt, er will einen Freund einsetzen. Mal sehen. Und die Leute erwarten einen frischen Wind für den nächsten Polizeichef. Hier fahren wir dann mit unserer alten, klapprigen Kiste zur Arbeit. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. So, und jetzt geht's halt in den Strategieteil rein. Ich würde sagen, wir nehmen das Tutorial durchaus nochmal mit. Müssen wir uns jetzt ja nicht ganz unbedingt durchlesen. Es ist so, dass hier unsere Mitarbeiter aufgeteilt sind in zwei Shiften, Shift A und Shift B. Die arbeiten dann abwechselnd einen Tag. Shift A Tag 1, Shift B Tag 2 und so weiter und so fort. Und unsere Officers, die hier arbeiten, haben verschiedenste Charakteristiken. Wenn wir uns hier diese drei Pfeile ansehen, das sind Beförderungen. Hier unten die Flasche bedeutet nicht, dass er durstig ist, sondern das ist ein kleines Problem halt mit Alkohol. Der Stern mit der Nummer dahinter bedeutet, wie gut ein Officer ist. 150 wäre guter Durchschnitt, also dieser Mr. Abrams hier wäre zum Beispiel ein richtig guter Cop. Und diese 5 Dinger hier an der Seite zeigen die Erschöpfung. Wenn die runterfallen, dann werden die krank oder arbeiten nicht mehr so konzentriert. Und mit jedem Tag, den sie arbeiten, verlieren sie einen von den Punkten. Mit jedem Tag, den sie frei haben, gewinnen sie einen der Punkte dazu. Genau das, was ich gerade erzählt habe. Der Energieriegel an der Seite. Genau, und Hidden Characteristics, die uns nicht unbedingt angezeigt werden. Shift B, mit dieser Shift arbeiten wir heute. Das hier sind unsere Officers, die wir haben. Und das hier in diesem, hellbraun, in diesem dunkelgrau, oder bleiben wir bei hellbraun, Maul, der Brite und Armstrong, das sind unsere Detectives, die also dann Mordfälle aufklären oder schwerere Verbrechen. Ich würde sagen, wir starten in den Tag rein. Wir werden dann bitte erst einmal
hier die Zigarre. Und das ist dann halt der Strategieteil, über den wir Fälle bearbeiten. Der Tag startet und gleich kommen die ersten Fälle rein, wie zum Beispiel hier. Was haben wir hier? Hit and Run, Everyday Mall. A married couple exited a convenience store and saw a van in a parking lot back over a homeless man who'd been digging through a trash can. The driver jumped out to help, but got back in the van and quickly left once he saw that he'd hit a bum. Also ein Auto hat dort einen Obdachlosen angefahren und hat Fahrerflucht begangen. Jetzt müssen wir entscheiden, welche Officer wir da hinschicken. Je nach Schwere des Falls haben wir dann verschiedenste Slots, die freigeschaltet werden. Zum Beispiel das SWAT-Team könnten wir jetzt in dem Fall nicht hinschicken, aber brauchen wir sicherlich durchaus später im Spiel auch noch. Schicken wir jetzt einfach mal 2 Officer hin. Müssen wir nicht unbedingt die besten hinschicken. Schicken wir Purdy und Austin hin. Austin mit seinen 90, könnte auch eine sie sein, ich bin mir jetzt nicht sicher, ist eigentlich ein unterdurchschnittlicher Cop. Die fahren dann los hier, aus dem Hauptgebäude. Ich wäre jetzt so rumgefahren, aber es ist vielleicht eine Einbahnstraße, man weiß es nicht. Dann haben wir den nächsten Fall. Theater Manager reports showing Citizen Kane. Ein Betrunkener hat sich gewalttätig Zugang geschafft mit dem Wort Rosebud. Und er kämpft gerade mit dem Security Guard. Da schicken wir Jensei und Tsubaki hin, das zu bearbeiten. Wir sehen jetzt, wie sich hier die Balken füllen. Das heißt, dass sie dort auf dem Weg sind. Wenn der Balken gleich voll ist, dann dauert es noch ein paar Minuten. Und derzeit wird dann der Fall bearbeitet vor Ort. Jetzt sind sie dort angekommen. Und da haben wir den Report. Der wird uns jetzt angezeigt, ob wir den Verdächtigen geschnappt haben, ob der entkommen ist. Ja. Wunderbar. Wir haben den Verdächtigen geschnappt, konnten wir festnehmen. Unseren Officer ist nichts passiert. Und ihr habt gesehen, plus 10 Erfahrung oder ja, Fähigkeitspunkte haben sie dazu bekommen. Jetzt kehren sie auch wieder zurück zur Polizeistation. Und sobald das hier frei ist, können wir die dann auch wieder einsetzen. Wir haben den Report vom Kampf im Theater. Auch hier alles gut, festgenommen, nichts passiert und keine Zivilisten verletzt. Sehr schön. Das hier oben ist unser Geld. Jetzt haben wir erstmal ein Armed Robbery. 3 Teenager mit einer Shotgun haben eine Videothek überfallen und haben alle Erwachsenenfilme mitgenommen. Das scheint ja sehr ernst zu sein. Und die Kriminellen sind in einem Auto geflohen. Aber man konnte sich das Kennzeichen merken. Dann schicken wir nochmal Kochi dahin. Oh Gott, und Price müssen wir hinschicken. Sie ist nicht so gut. Sie ist richtig schlecht mit 5 Sternen. Hoffentlich passiert da nichts. Und noch einen zweiten Fall. Noch ein Kampf in einem Anwaltsbüro. Da streiten sich gerade Bruder und Schwester über ein Testament. Schicken wir Purdy und Austin hin. Ihr seht auch, ein bisschen Zeit hat man immer darauf zu reagieren, aber in der Zeit sollte man auch reagieren. Man sollte die Fälle dann nicht einfach so verstreichen lassen. Das hier übrigens ist unser Geld, was wir haben. Und das wird er uns gleich noch erzählen in der nächsten Story-Mission oder im nächsten Story-Abschnitt. 500.000 sollen wir in den nächsten 180 Tagen erarbeiten. Was haben wir hier? Ein Assault. 3 Teenager haben einen älteren Musiker überfallen und haben seine Gitarre und sein Geld geklaut. Schicken wir wieder Jancy und Tsubaki hin. Wir könnten noch einen dritten hinschicken, haben wir jetzt aber niemanden mehr frei. Jetzt sind wir bei dem Überfall und das kommt dann manchmal auch vor, dass wir praktisch die Entscheidung treffen müssen für unsere Officers. Das gesuchte Fahrzeug ist außerhalb eines Hauses geparkt und innen drin lautes Gelächter. Das hören wir durch das Living Room Fenster. Wir können jetzt die Sirene anmachen und die Lautsprecher, sagen, dass das Haus umstellt ist, an die Tür klopfen, öffnen sie, die Polizei, oder sneak into the house through an open window. Sollen wir mal den gefährlichen Weg nehmen, sneak into the house? Machen wir das mal, wir sind Draufgänger. Auf der anderen Seite sollten wir eigentlich den offiziellen Weg gehen, oder? Open up police. Ne, wir sneaken mal rein. Na super. Die gute Price ist tot.
einen stillen Moment des Gedenkens, bitte. Report vom Kampf im Anwaltsbüro. Hier ist Gott sei Dank nichts passiert. Sehr schön. Aufregender erster Tag. Oder zweiter Tag in dem Fall. Jancy und Tsubaki treffen jetzt auch am Tatort ein. Auch hier haben wir die Teenager gefangen. Und unseren Officern ist nichts passiert. Sehr schön. Und das war's. Den Tag können wir beenden mit einem Toten. Das ist nicht gut, aber ich glaube, die stirbt jedes Mal beim ersten Einsatz. Also, da kann man wohl nicht allzu viel machen. Und wir brauchen sicherlich noch ein paar extra Hände für morgen, heißt es. Und wir können jederzeit neue Cops anfordern. Das wird uns aber, glaube ich, erst morgen beigebracht. Oder? Ja, im Prinzip. Schauen wir uns mal die andere Shift an. Das ist wohl die Shift, die morgen arbeitet. Könnten wir, glaube ich, dann sogar mal... Geht das? Geht das jetzt schon? Naja, der Roy, der ist auch nicht. Den können wir eigentlich entlassen. Egal. Das, wie gesagt, das wird uns das Tutorial sicherlich noch beibringen. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach.
A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it. Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please, listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Ja, der gute Kendrick ist also unsere Eintrittskarte zur Mafia und die Eintrittskarte zu diesem Christopher Sand, der wohl mehr oder weniger den Teufel in dieser Stadt darstellt. Werden wir mit ihm zusammenarbeiten? Wir werden es sehen in der nächsten Episode von This is the Police. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.